Rapper sind ja selber davon verseucht, die kommen ja selber ohne das nicht klar. Diese Statussymbole definieren die und das ist alles, was sie haben teilweise. Also hinter den Kulissen beleidigt sich jeder. Vor den Kulissen, bei Instagram sind es auf einmal voll die geilen Saufkumpanen. Hier Champagner an, auf, Herzen, die kaufen sich gegenseitig Dior-Taschen. Ein guter Satz, eine gute Aussage, ein gutes Wortspiel, etwas, was deine Gehirnzellen aktiviert, das ist in 20 Jahren noch aktuell. Also ich könnte ja auch jede Woche bei Lanz sitzen, aber ich habe keinen Bock da zu sitzen wegen diesen Themen Integration, Islam. Ich will da sitzen, weil die vielleicht Bock haben, mich als Typ da zu haben. So. Ich will mit sowas nicht in Verbindung gebracht werden. So. Willkommen zurück im Basement Café. Jetzt kommt Teil 2 mit Massiv und Kool Savas. Ihr habt beide Freiheit als etwas beschrieben, was wenig mit materiellen Dingen zu tun hat, was einfach eher so dieser Seelenfrieden, Entscheidungen treffen, man selbst sein. Macht das nicht auch Sinn, solche Dinge auch in Songs zu verarbeiten, um den Kids auch so ein bisschen Druck zu nehmen? So, du musst keinen Mercedes fahren, du musst keine Rolex tragen, du kannst auch so ein schönes Leben führen? Die Musiker zurzeit oder unsere Vorbilder machen das nicht, aber die sind ja selber Insta-verseucht. So. Ich kann denen nicht mal einen Vorwurf machen. Digga, die leben ja Insta und das ist ja deren Ding. Und bei Instagram ist es einfach, Insta bringt wirklich die negativsten Eigenschaften raus. So, ne? Also ich will das auch nicht verfluchen, aber ich finde das wirklich sehr, sehr problematisch, dass kleine Mädchen glauben, dass sie Arsch und Titten zeigen müssen, so, weißt du? Wenn sie das wollen, sollen sie das machen, das ist nicht mein Ding, aber die glauben, die müssen das machen, um anerkannt zu werden. Jungs glauben, die müssen eine Uhr, vielleicht dann auch eine Fake-Uhr tragen und sie als echt ausgeben, damit sie irgendjemand sind. So, die glauben, die müssen ein Foto auf dem Kudamm vor irgendeinem Auto machen und so tun, als ob es deren wäre, damit die etwas darstellen können. So, ne? Also das ist eine gefährliche Nummer. Und wie gesagt, die Rapper sind ja selber davon verseucht. Die kommen ja selber ohne das nicht klar. Diese Statussymbole definieren die und das ist alles, was sie haben teilweise. Kommt noch ein Film. Sie zeigen mein Video. Laden mich in ihre Show ein. Sie wollten sich einfach nur lustig über mich machen. Sie sind genau wie alle anderen. Sie wissen nicht das Geringste über mich, Kumpel. Betrachten Sie mal die Konsequenzen, wozu das geführt hat. Da draußen gibt's Unruhen. 2 Polizisten schweben in Lebensgefahr und Sie lachen. Sie lachen. Jemand wurde heute getötet wegen etwas, das Sie getan haben. Ich weiß. Wie wär's mit noch einem Joke, Murray? Nein, ich denke, wir haben genug von Ihren Jokes. Was kriegst du, Lieber nicht. wenn du einen geistig glaube, wir sind verwirrten fertig mit diesen Einzelgänger Jokes. mit Das einer reicht. Gesellschaft kreuzt, die ihn im Stich lässt und behandelt wie Dreck? Ruf die Polizei. Ich sag dir, was du Ruf die kriegst! Polizei. Du kriegst, was du verflucht verdienst! Gute Nacht. Und immer dran denken. That's it. Geiler Film. Ja? Hast du geguckt, Sauer? Ja, Krass. Feierst du? Ja, also krasse schauspielerische Leistung. Obwohl der schon einen Faden hatte, wie er sein muss als Joker. Ja. Eigentlich verbunden an den alten Joker so. Also hat er eigentlich übernommen und noch einen Tick draufgelegt. So. Geil. Guckst du Serien jetzt anders, jetzt wo du selber auch, oder auch Filme anders, jetzt wo du selber auch Schauspieler bist, nicht unerfolgreich in einer Serie mitgespielt hast? Achtest du auf andere Dinge? Ja, natürlich, ja. Was sind das für Dinge? Worauf achtest du? Sound, ganz komisch. Habe ich aber auch vorher schon drauf geachtet so. Aber jetzt, was Sound ausmacht,
wenn du so an einem ganz cleanen Set bist und danach den Schnitt siehst und die Klaviertöne da reinkommen, während du im Auto fährst und so, wenn das genau gesetzt ist, was das mit der Atmosphäre macht, was das mit deiner sprachlichen Wiedergabe hergibt, so, das ist krass. Wie ist es bei dir? Feierst du denn auch den Film? Oh, das ist für mich einer der besten Filme der letzten 10 Jahre. Warum? Alter. Weißt du, so ein Ding nimmst du und machst einfach daraus was völlig anderes und es ist Wahnsinn. Also, wie gesagt, Joaquin Phoenix, wirklich einer der besten Schauspieler zur Zeit, so, ne, und das ist einfach wieder Oldschool, ne? Also wie der ganze Film gemacht ist Oldschool, ne? Es lebt einfach von dem Schauspieler. Das ganze Setting, es ist alles so auf super. Es wirkt so sehr authentisch, so. Es wirkt so, als wäre es immer so available light, so, ne? Als würde nirgendwo ein Licht stehen, so, ne? Ja. sondern es ist so roh und es ist einfach unfassbar gut. Also wirklich, das war der letzte Erwachsenenfilm, für den ich im Kino war. So, ich bin danach und davor lange Zeit gar nicht mehr im Kino gewesen. Und ja, auf so vielen Ebenen, ne? Und so viele Fragen werden da auch werden da noch mal gestellt und einfach geil, Alter. Welche Bombe. Fragen sind das für dich? Also wie würdest du den Kern... Ganz viel gesellschaftliche Dinge, ne? Also ich meine, auch dieses Ding zwischen ihm und diesem Typen, Murray. dem Showmaster Genau, da zum Beispiel, ne? Das erinnert mich auch ein bisschen an dieses Insta-Ding, weißt du? Also dieser Showmaster, und ich meine, in diesem Film geht es ja auch unter anderem darum, wie ist das oder wie schwer es ist, aus einem bestehenden System, so wo du siehst, das funktioniert nicht richtig, das ist krank, das ist verrückt, und daraus auszubrechen und was da mit dir passiert. In dem Moment, wo du zum Beispiel sagst, Leute, ich möchte dies und das nicht mehr, bist du für die Leute der Verrückte, so, ne? Egal was du tust, ob du jemanden umbringst oder nicht, in dem Moment, wo du sagst, ey, ich möchte nicht mehr Teil des Systems sein, so. Und wie gesagt, wir haben hier schon viele Freiheiten, ne? Und aber selbst hier ist es so, wenn du bestimmte Dinge nicht mehr mitmachen möchtest, so, oder sagst, ich passe mich diesen Sachen nicht an, wirst du schon auch oftmals oder kannst du schnell als Wahnsinniger gelten, ne? Und bei ihm ist es ja auch so, ne? Also dieser Showmaster, er stellt so ein bisschen diese Welt dar, die gar nicht weiß. Also der befindet sich in dieser Welt, aber ihm ist das überhaupt nicht klar. So, er sagt ja auch, wann warst du das letzte Mal überhaupt draußen? So, ne? Also er befindet sich in so einem Kasten, dieser Showmaster stellt uns alle da, die sich so in ihrer faken Welt befinden, aber gar nicht mehr eigentlich wissen, was abgeht und sich selber auch nicht dessen bewusst sind, dass sie dieses System ja auch tragen. Oftmals sind Menschen, die sich falsch verhalten, schlecht verhalten, sind sich selber gar nicht dessen bewusst, weil jeder Mensch für sich selber sich auch irgendwie als das Ideal sieht. Jeder Mensch denkt von sich selber, ich bin der Gute, erstmal so, ne? Und die wenigsten sind so ehrlich, dass sie sich in den Spiegel gucken oder sich anschauen oder auch vor anderen sagen, du, ich weiß, ich bin der Schlechte in diesem Ding, so, ne? Oder was auch immer man so als schlecht definiert. Aber das, was ich gerade mache, ist nicht cool. Das heißt, der Vorstandsvorsitzende, der gerade irgendwie 3000 Leute feuert und 3000 Familien kaputt macht, so, ne? Der ist sich dessen gar nicht bewusst, weil in seiner Welt ist er der Gute, weil er handelt so, wie es ihm beigebracht wurde, und er sagt sich, ja, ich tue doch das alles nur für die Firma und ich tue das auch für mich und auch für meine Familie, und in dem Moment ist seine Taten sind dann gerechtfertigt irgendwie. Und das alles wird in dem Film angesprochen, also 1000 Fragen, ne? Also mich hat du kannst ja auf jeden Fall, ihr beide offensichtlich mit dem Joker so ein bisschen identifizieren in der Szene, oder? Dass er Dinge nicht, was er da gemacht hat jetzt mit dem Abschießen, aber die Dinge, die er anspricht, die Fragen, die er da stellt. Natürlich, also nicht persönlich identifizieren, aber so, na klar. Was ist denn, also es klang jetzt ein bisschen negativer Blick so auf die Gesellschaft, vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert. Also guckt ihr eher, wenn ihr auf die Welt schaut, habt ihr eher das Gefühl so, oh, es geht alles in die richtige Richtung, oder seid ihr ein bisschen pessimistischer? Ist ja momentan alles so ein bisschen auch geleitet von sozialen Netzwerken und so. Du bekommst ja vorgeschlagen, was zum Beispiel der momentane Maßstab ist, wie dein Idol gerade mit dem Auto vorfährt oder. Also das sind ja sehr viele Aspekte, die genau dazu treffen. Also ich bin eher Team Pessimismus irgendwie. Obwohl ich es nicht sein möchte, ne? Also der Idealist in also mir, Selbstschutz auch ein der bisschen? sagt, nö, keine Ahnung, weil es einfach so ist. Wie gesagt, da gibt es etwas in mir, was sagt, ey, sei nicht so pessimistisch, sehe das alles gut so, ne? Aber egal wie sehr ich das auch versuche und egal wie gut es mir selbst geht, ich muss mich schon bremsen, dass ich nicht mich zu sehr mit allem beschäftige, weil ich sonst depressiv werde und bescheuert werde, so, ne? Und weil eine Bekannte von mir, sie ist Reporterin zum Beispiel und sie ist auch in Flüchtlingscamps und wir haben darüber gesprochen.
Und ich habe sie gefragt, wie ist es für dich, dann, wenn du einen Monat da warst, dann zurückzukommen und auf einmal ist alles wieder gut? Und sie hat auch gesagt, sie meinte, das ist ein Riesenproblem. Und ich habe sie echt gefragt, ich so, wie kriegst du das auf die Reihe so? Und sie meinte, das ist sehr, sehr schwer, auch da vor Ort, so, weißt du, zu wissen, ey, ich habe das Privileg, dass ich mich in einen scheiß Flieger setze, zurückfahre und jeden Tag was zu fressen habe und ein Dach über dem Kopf und so weiter. Und ja, ich glaube, wenn man zu dünnhäutig ist, in dem Moment, wo du wirklich darüber nachdenkst oder zu sensibel, dann kann das einen schon ganz schön fertig machen. Vor allen Dingen, dann kannst du diese ganzen Spirenzien, die man hier hat, so, ne, dann kannst du die auch nicht wirklich genießen. So. Also, und dann kommt halt der Schutzmechanismus und der Egoismus, der sagt, mach aus den Kopf, so, ne? Beschäftige dich nicht. So, ne? Also guck lieber Modern Family, chill dich eine Runde, hol dir einen runter, mach irgendwas Nettes. So. Aber das ist schwierig, weil ich beobachte es bei mir. Ich habe in letzter Zeit jetzt nach diesem Vorfall in den USA mit dem George Floyd, der von der Polizei ermordet wurde, war ich sehr viel auf Twitter unterwegs und gefühlt kam jeden zweiten Tag ein neues Video, wo irgendwelche schwarzen Menschen vom Polizisten verprügelt, teilweise auch wieder getötet wurden. Und ich habe für mich dann auch gedacht, so, ey, das macht dich fertig, du kannst nicht mehr schlafen. Es macht irgendwas mit deinem Kopf, so guck South Park oder sonst irgendwas. Und dann auf der anderen Seite denke ich wieder, du kannst auch nicht die Augen vor dem verschließen, was auf der Welt passiert. Man muss es ja trotzdem konfrontieren. Also ist das erstmal dieses Thema in den USA, diese ganze Rassismusdebatte, hat ja auch in Berlin große Demos gegeben. Beschäftigt euch das? Ist das was euch im Täglichen irgendwie beschäftigt oder eher nicht? Also mich beschäftigt das täglich. Ich mag Informationen zu bekommen, ich mag Nachrichten zu gucken, ich mag auch zu wissen, wo liegt der Fehler. Und ich bin ein Mensch, ich höre nicht direkt auf die Bild-Zeitung so. Also ich lese das zwar auch gerne so, weil das auch ein bisschen, was heißt bisschen, ist viel Klatsch dabei so. Aber ich hinterfrage halt viel. Und da bilde ich mir immer meine eigene Meinung, die ich aber nicht immer nach außen tragen muss, die ich auch für mich behalte. Und jetzt zu diesem Thema, also diese Rassismusdebatte, die wir gerade am Laufen haben. Also habt ihr das Gefühl, weil das ist immer so frustrierend, man denkt, es wird besser, 2020, alles wird irgendwie gemischter und international und dann passieren solche Dinge trotzdem immer wieder. Große Wellen geschlagen und ich fand das auch wichtig und ich fand das auch völlig in Ordnung, dass die Leute Läden kaputt gemacht haben und so. Nicht, weil ich es richtig finde, einen Laden kaputt zu machen oder die Existenz von irgendwem, aber ich sage mal so, also wie frech ist es, dass die Leute das nicht nachvollziehen können, wie viel Wut in den Menschen steckt, dass sie nach Unterdrückung, jahrhundertelang Unterdrückung, dass man nicht mal den Leuten zugesteht, dass sie rausgehen und einfach mal ausrasten und am Teller drehen, weil sie sich sagen, ey, ich kann das nicht mehr ertragen so. Ich fühle mich mein Leben lang unterdrückt, ich fühle mich fertig gemacht und aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert so, ne? Und dann, ja, das ist aber auch nicht korrekt, was die Demonstranten da machen. Sag mal, bist du bescheuert, Alter? Die rasten einfach aus so, ne? Und die haben jedes Recht dazu, weil die machen das auch für sich und für ihre Familien. Diese Leute kriegen keine Jobs, die kriegen keine Wohnung, die werden in Ghettos zusammen eingepfercht und so weiter. Also wie kann man das in Frage stellen? Und ich finde das sehr gut und ich finde es auch okay mit den Statuen, Alter, reiß die Scheiße runter, ist mir doch kackegal, so, ne? Ob irgendein Wichser da vor 800 Jahren irgendwas Tolles angeblich gemacht hat, so, ne? Und Dicker, wenn der selber Sklaven hatte, wenn das ein Rassist war, Alter, hau die Statue weg, ist mir doch kackegal. Und ja, ich fand das sehr wichtig und ich finde das sehr wichtig und ich finde es auch gut, wenn es auch wieder im Rap stattfindet, wenn man wirklich darüber spricht und wenn man auch sagt, ey, wir haben eine Verantwortung so, ne? Und natürlich, ich meine, Sammy hat ein gutes Video gemacht, wo er gesagt hat, die Leute erwarten jetzt von mir, weil ich Black Lives Matter sage, erwarten die von mir, dass ich auch über Autisten spreche, dass ich über Türken spreche, dass ich über das spreche, über den Nahen Osten. Er sagt, das sind aber nicht immer Themen, die mich betreffen. Natürlich kann ich über Black Lives Matter viel mehr für mich selber sprechen, weil da eine eigene Identifikation ist. Und das finde ich genau richtig. Das stimmt ja auch so, ne? Also jeder sollte für sich gucken, was sind diese Kernpunkte, was sind die wichtigen Sachen und sollte sich auch nicht schämen und die ansprechen und da aktiv werden. Megalo hatte vor ein paar Tagen irgendwie getwittert, Generalkritik an der deutschen Rap-Szene, weil einfach relativ wenig zu hören war von den großen Künstlern, auch von den kleineren Künstlern, was diese ganzen gesellschaftlichen Ereignisse angeht. Könnt ihr das nachvollziehen, dass er so ein bisschen angepisst ist und da mal Dampf rauslassen musste? Verstehe ich. Ich habe mich des Öfteren sehr weit aus dem Fenster gelehnt, was genau solche Themen angeht. Und dann hast du immer zwei Parteien, die dann bei dir auf der Seite einen Shitstorm haben. So. Und das heißt aber auch nicht, dass man nicht seine Meinung kundtun sollte. Mache ich auch gerne. Aber in letzter Zeit überlege ich immer 2- oder 3-mal, zu was ich was sage und zu was ich lieber nichts sage. So. Einfach weil das Feedback weil ich bin Musiker und Politik und Schauspielerei.
Also Aber letztes ist Mal habe ich überhaupt nicht immer ein bisschen ich Politik? ich mache in letzter Zeit auch viel Werbung und so. Ich war zum Beispiel letztes Mal Werbegesicht bei Rossmann, jetzt nur zum Beispiel am Rande. Und danach ging es dann los. Ja, aber der hat mal das gepostet, der hat mal das gemacht, Antisemit, das und das. Und da kommst du nicht mehr raus. Das ist so ein Kreislauf. Also ich könnte ja auch jede Woche bei Lanz sitzen, aber ich habe keinen Bock da zu sitzen wegen diesen Themen Integration, Islam. Ich will da sitzen, weil die vielleicht Bock haben, mich als Typ da zu haben. So. Ich will mit sowas nicht in Verbindung gebracht werden. So. Das ist ganz spannend, weil ich weiß nicht, Michael Jordan hat mal gesagt, weil er sich Der hat sich komplett der war rausgehalten, immer in der immer. Kritik, weil er nie was gesagt hat, hat er irgendwann mal den Satz gesagt, auch Republikaner kaufen Jordans so und deswegen hält er sich lieber bedeckt. Das war der größte Fehler, den er gemacht hat. Jetzt hat er also ja- das auszusprechen. Genau. Aber im Endeffekt sagst du ja was Ähnliches, ne? Also ich habe Businessinteressen und die sind gefährdet, wenn ich mich Nein, so meine ich das nicht. Ich scheiß auf Business. Okay. Meine Meinung kommt immer nach außen. Aber ich kann mich nicht die ganze Zeit dafür verbrennen, auf irgendwas hinzuweisen. Die Leute müssen recherchieren. Die Leute müssen ihre Augen aufmachen. Also ich muss nicht zu alles, was auf der Welt passiert, etwas posten und etwas machen. Das ist ja auch Teil der Medienkultur, dass natürlich bei Themen auch jemand gesucht wird, auf den man mit dem Finger zeigen kann. Zum Beispiel für mich ist es selbstverständlich, dass der Bruder ist Palästinenser. Warum bitte sollte das kein Thema für ihn sein? Das ist doch Teil seiner Lebensgeschichte, seiner Familiengeschichte. Das ist doch klar, dass er eine Meinung dazu hat und dass er eine andere Meinung hat als irgendein deutscher Student, so, weißt du, der vielleicht der irgendwas anderes erlebt hat, so. Und ist doch, aber wenn er sich dazu äußert, dann natürlich ist es leicht zu sagen, du bist doch Antisemit, du hattest Israel-Kritik oder was auch immer, so, ne? Und dann wird diese Sache rausgenommen, dann wird er dahingestellt und dann sagt man so. Und jetzt, so wie er sagt, er will doch nicht jede Woche bei Land sitzen und darüber sprechen, so, ne? Und genauso gut, für mich ist das auch schwierig, über über den sozialistischen Background meiner Eltern zu sprechen, weil die Leute dann bei mir, die hören nicht darauf, was ich sage oder dass ich vielleicht einen Gedanken anregen könnte, sondern die sagen, du Hurensohn, du fährst doch selber eine AMG, warum reißt du dein Maul auf, so, weißt du? Und genau das ist ja das Ding. Also es wird einem schon sehr, sehr schnell ein Strick aus den Sachen gedreht, die man sagt und macht. Aber trotzdem muss man das für sich selber abschätzen. Wie weit geht das? Wo fängt's an? Wo hört's auf? So, wie wichtig ist das für mich, das Thema? Und man muss sich selber treu bleiben. So. Und wenn Themen für einen selber wichtig sind, dann muss man manchmal auch die Karriere riskieren. Du meinst ja auch eben, dass du liest viel, du konsumierst sehr viel Information, aber du glaubst nicht immer sofort alles, was du siehst oder liest, sondern musst es immer gegenchecken. Du hast auch ein gesundes Misstrauen Medien gegenüber, Ja, oder? natürlich. Einfach auch aus eigenen schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast? Nein, weil ich denke, dass es in jedem Menschen drinstecken muss, nicht alles gleich zu glauben, was man hört, sondern selbst zu recherchieren, bevor man das weiterträgt. Also ich bin kein Mensch davon, irgendwie alles plakativ zu unterstreichen. So ist halt so. Das ist aber auch der Fakt. Also ich lasse mich nicht leiten. Ich schwimme auch gerne gegen den Strom, wenn es sein muss, so. Aber muss es auch nicht an die große Glocke hängen. Wir können das Thema auch gleich wechseln, aber ich finde es so interessant, weil du meintest, also man hinterfragt, und das haben ja die Leute, die Verschwörungstheoretiker sind, haben das ja auch ganz oft. Die sind total kritisch, aber bei den Quellen, die ihnen gerade in ihren Kram passen, teilweise irgendwie zusammengepflegt aus 1000 anderen Quellen, sind sie halt total unkritisch. Könnt ihr es irgendwie nachvollziehen, wo das herkommt? Das ist ein psychologisches Phänomen. Da habe ich was zugelesen. Da hat sogar ein Wissenschaftler dazu gesagt, er meinte, man tendiert einfach dazu, und das macht man auch unterbewusst, die Information, die einem das Ergebnis gibt, was man sich erhofft, was rauskommt, die nimmt man für bare Münze und alles andere versucht man auszublenden, so, ne? Und das ist ja bei diesem Corona-Thema genauso, ne? Also und ich habe in meinem Umfeld auch Menschen, ich habe auch Corona-Leugner und ich habe auch Wie gehst du damit um? Mir fällt das total schwer, das ernst zu nehmen. Also ich kann das nicht ernst nehmen, wenn jemand sagt, das ist erfunden, ich höre mir das ist an. Bill Wenn ich die Gates, Person mag, höre ich mir das an. Und solange die Person jetzt nicht gemeingefährlich ist und losgeht und mit dieser Meinung jetzt irgendwie andere Leute in den Wahnsinn treibt, ist das für mich auch okay. Dann sage ich, Aber habt ihr dann den Drive, die zu überzeugen, oder sagt ihr so, mach was du willst, mach wie du willst, lass mich in Ruhe? nee, also jetzt so krampfhaft Leute überzeugen. Ich finde es gut, zusammen auch nachzuschauen, so, ne? Also auch einfach sich hinzusetzen und zu sagen, ja, okay, zeig mir, was du da denkst, was du glaubst zu wissen und so weiter, aber krampfhaft überzeugen, also ich bin seit über 20 Jahren Vegetarier, Dicker, ich sitze mit Fleischfressern zusammen und was ich denke, was der da gerade tut, ist eine Sache so, ne? Selbst meine besten Freunde essen Fleisch. Aber ich spreche das niemals aus. Ich sag niemals, Dicker, du bist doch geisteskrank, dass du gerade einen Kadaver in dich reinpfefferst. Sondern ich sag, Bruder, wenn es dir schmeckt, ist deine Entscheidung. Ist doch nicht mein Ding, Alter. Ich muss meine Sachen für mich selbst entscheiden. Wenn jeder wie Savas wäre, Alter. Dann keine Probleme mehr.
Habt ihr generell das Gefühl, dass so, wo wir gerade beim Thema Verschwörungstheorien und so weiter sind, dass das im Rap besonders Anklang findet? Und wenn ja, könnt ihr euch erklären, woran das liegt, dass das auf so fruchtbaren Boden stößt? Oder liege ich da falsch in meiner Einschätzung? Ich glaube schon, dass das sehr verbreitet ist. Digga, weil Rapper halt nicht gerne Bücher lesen, sondern lieber YouTube-Videos gucken, die 10 Minuten lang sind, maximal. Und das ist ja nicht so schwer. Akte X-Melodie darunter. Und dann sagst du, ja, hier, guck mal. Also, ich meine, Fakt ist, diese ganzen Verschwörungstheorien, da wird einfach aus 100% Informationen werden einfach 10% rausgesaugt. Die werden neu konfiguriert, die werden neu zusammengestellt. Also, das ist einfach ein neues Bild, was oftmals gezeichnet wird. Und ich sage auch, ich gehe nicht hin und sage pauschal, alles ist falsch. Alles, was gesagt wird oder alles, was irgendjemand recherchiert hat, ist nur Blödsinn und nur Verschwörungstheorie. Aber wenn man mal hingeht und in dem Moment, wo es einfach total reißerisch wird und total einfach, dann musst du mit einem gesunden Menschenverstand musst du sagen, Dicker, solange ich das nicht recherchiert habe, darf ich niemals losgehen und diesen Müll noch mal wiederholen, weil man dann einfach, am Ende steht man dann als Dummer da, so, weißt du, weil dann kommt jemand und der sagt, du, hier 1, 2, 3 und widerlegt es oder belegt es und dann sagst du, ach scheiße, ich habe ehrlich gesagt mir nur diese 5 Minuten reingezogen und war einfach so begeistert von der Hintergrundmusik und das hat mich so emotional ergriffen, dass ich das dann mitgemacht habe. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Film. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Bedenke, alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr. Folge mir. Apok, sind wir online? Kann gleich losgehen. Ja. Das ist lange her. Damals war das so überdimensional, was da abging bei Matrix. Wie alt warst du da? Aber jetzt so alles abgespeichert. Damals war das voll zu viel. Ich hab's auch nicht Ich verstanden. muss das jetzt noch mal so gucken. Ich muss das wieder auffrischen. Das ist einer deiner Lieblingsfilme, oder? Ja. Du hast ja 2014 sogar einen Track rausgehauen. Ja, vielleicht der beste Film aller Zeiten, Alter. Was macht ihn zum besten Film? Krass. Der war so revolutionär, also technisch war der einfach revolutionär, hat alles Dagewesene in den Schatten gestellt. Das ist jetzt vielleicht nicht schauspielerisch, ist das jetzt nicht auf dem Niveau von der Pate oder irgendetwas. Aber das ist einfach, auf so eine Idee zu kommen in einer Zeit, wo so eine Filme wo es die nicht gab, ne? Also jetzt, wenn du jetzt etwas Matrix-ähnliches machst, dann gab's das schon so, ne? Und das wird dann nur wiederholt. Aber damals war das halt, es war revolutionär. Und ich meine, die Leute haben das zu einfach genommen. Die dachten, es geht wirklich darum, dass es eine echte Welt gibt und eine falsche Welt. Und so sehe ich das nicht so, ne? Ich habe das für mich einfach immer anders interpretiert. Da geht's darum, kritisch zu sein, ne? Zu hinterfragen und zu schauen und auch gar nicht immer so in dieser extremen, dass man sagt so, es ist alles komplett anders als es ist. Ne? Die Wahrheit befindet sich ja auch oftmals dazwischen so. Ne? Aber natürlich kannst du dich hinsetzen und kannst Kardashians gucken und sagen, oh, das ist alles bare Münze, okay, geil. Oder du kannst dich auch hinsetzen und kannst sagen, ich guck das an, das entertaint mich, aber das ist auch Riesenblödsinn und das ist auch total gestaged. Und weißt du, man kann in dieser Welt leben und kann seinen Platz finden, ohne dass man zu 100% dagegen ist, aber man muss auch nicht 100% dafür sein. So, ne? Und darum sage ich, es gibt so viele verschiedene Wahrheiten zwischen den Sachen und die Wahrheit ist ja auch immer individuell. Die Person, die eine Wahrheit ausspricht, in dem Moment ist es für sie wahr. Wenn jemand anders das aussprechen würde, ist es nicht mehr wahr, weil es nicht zu dieser Person und nicht zu der Geschichte der Person passt und damit zu tun hat. Und dieser Film hat das auch für mich irgendwie beschrieben. So, ne? Dieses so einfach auch wissen wollen und einfach gucken und einfach auch die Sachen hinterfragen und gucken, so, ne? Gibt es noch mal was anderes? Wie wäre das bei dir? Also wenn du die Wahl hättest zwischen den beiden Pillen, auf der einen Seite, du lebst dein Leben weiter, auf der anderen Seite, du kriegst die komplette, unbequeme Wahrheit präsentiert. Wie würdest du dich entscheiden? Was bist du für ein Typ? Jetzt habe ich aber nicht rausgehört, für welche Pille er sich entscheiden Das kommt will. gleich.
Frage ich ihn gleich. Also ich hätte die blaue genommen. War doch blau, wa? Dass er in seinem Bettchen wieder aufwacht. Die hättest du genommen? Die hätte ich genommen, glaube ich. Du willst gar nicht wissen, was alles... Vielleicht bist du mit der roten alleine. Mit der blauen in Gesellschaft. Wie siehst du's? Also das ist jetzt ich finde das zu einfach gedacht, ne, zu sagen so oder so. Ja, Man sagt ja, die schlauesten Menschen der Welt sind die unglücklichsten Menschen immer gewesen. Ne? Also umso die großen Genies waren die sich ein Ohr abgeschnitten haben, die sich eine Kugel in den Kopf gejagt haben. Das tut ja auch nicht gut, das alles zu verstehen und das alles zu wissen, so, ne? Es ist in jedem Fall eine Bürde, so. Ich denke mir oft, was sehr, sehr angenehm sein kann, ist ziemlich hohl zu sein und sich nicht dessen bewusst zu sein und zu denken, ey, ich bin überhaupt nicht hohl, ich bin voll am Start. Das sind die glücklichsten Menschen der Welt, weißt du? Das sind die glücklichsten. Das ist ja bewiesen. Es ist wirklich so. Und dann natürlich auch sehr reich und gut aussehen und gesund. Also diese 4 Eigenschaften, dumm, reich, gesund und gut aussehen, ich glaube, damit hast du einfach ein perfektes Leben. Aber das ist dann vielleicht auch nicht wirklich das Wahre. So. Also ich würde sagen, man sollte es zu dosieren wissen, ne? Es gibt Momente, wo ich diese blaue Kapsel für mich akzeptiere, wo ich sage, Dicker, ich fahre gerade mit einem geilen Auto durch die Berge und ich genieße mein Leben so und ich esse jetzt gleich was und mir ist es scheißegal, was der Teller Spätzle da kostet. Und dann gibt es Momente, wo ich sage, ich akzeptiere das eben nicht, sondern ich möchte die rote Tablette nehmen und möchte für mich mehr sein als das Drumherum. Aber diese Situation, dass ihr vor einer grundlegenden Entscheidung steht, das kennt ihr ja bestimmt, ne? Als Musiker, lange Karrieren, jetzt Geschäftsmänner. Was war denn so in letzter Zeit, in den letzten Jahren für euch die schwerste Entscheidung, die ihr treffen musstet? Wo ihr wirklich nicht in dem Moment, nicht an dem Tag entscheiden konntet, sondern wirklich erstmal drüber eine Nacht schlafen musstet? Oder privat? Wie du magst. Beides. Also für mich die im Nachhinein schlechteste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, ist der Übergang zu einem Major. Das war für mich persönlich vielleicht einfach ein Tick zu früh. Meine ersten Interviews habe ich bei Spiegel TV gemacht. Gleich das erste Ding mit den 250.000. Genau, ich hätte müssen einfach independent weitermachen, 2 Jahre und dann noch mehr Erfahrung sammeln im Business. Also das ging alles zu schnell. Das ist so. Aber ich würde nichts tauschen. Dann bereust es nicht? Ich bereue nichts. Okay. Aber wenn du so so auf Business-Entscheidungen gehst, was mein Typus, meine Kunst angeht, so, dann war das auf jeden Fall ein Move, der eigentlich No-Go war. Was war daran nicht gut? Also jetzt im Nachhinein, wenn du heute Ab darauf dem blickst. Zeitpunkt, wo ich da unterschrieben habe, hat man von mir erwartet, dass ich jetzt ein Vollblutmusiker bin. Und pass auf, die Kinder hören auch zu. Und dieses Gefühl zu haben, dass jetzt auch Kinder zuhören und ich muss auf meine Wortwahl achten und alles, was drumherum ist und so, hat mich eingeschränkt in meiner Welt. Weil ich war eigentlich der Typ, ich war am Rumpöbeln, ich war am Rumstänkern, ich war auf 180, ich war laut und auf einmal war ich es nicht mehr. Hat dich das überrascht? Weil auf der einen Seite kommen die Leute ja auf dich zu, weil du so bist, wie du bist, aber dann überschreibst du das Ding und dann soll es auf einmal anders sein, irgendwie massenkonformer. Ich hätte können genauso bleiben, wie ich bin. Ja. Aber ich habe einfach zu viele Berater gehabt in diesem Moment. Und das ist mir ein bisschen so über den Kopf drüber gestiegen. Kennst du das, so ein Gefühl? Oder war das bei dir ähnlich, dass du dachtest, das war jetzt zu früh, zu schnell? Oder war das einfach eine ganz andere Zeit, als du reingekommen bist? Ich hatte schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Okay. Daher, ich habe bestimmt nicht so super Deals unterschrieben und mein erster Deal war nicht 250.000, da war der Bruder mir auf jeden Fall voraus. Aber das waren Sachen, die habe ich akzeptiert. So Business-Sachen sind nicht. Also bei mir sind die schwersten oder die wichtigsten Entscheidungen waren für mich persönliche Sachen. Ne? Und in meinem Fall war das definitiv das Thema Familie gründen, weil ich einfach auch Berater hatte, sogenannte Freunde, die mir versucht haben, dazwischen zu funken und die versucht haben, wirklich das Rapperwort Fitna zu machen. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich am Ende den guten Beratern zugehört habe, die wirklich schon jahrelang an meiner Seite sind und auch vor allen Dingen einfach in mich selbst gegangen bin und mich auch selber gefragt habe. Und da, weißt du, in solchen Situationen, ich habe vorhin meinen Vater erwähnt, in so einer Situation, ohne dass ich ihn frage, versuche ich mir als mein Vater zu antworten, so wie die Christen sagen, what would Jesus do, so, weißt du? Also es gibt ein Vorbild und du sagst dir, was würde dieser Mensch, diese Person, ja.
Und darum habe ich dann die richtige Entscheidung getroffen. Warum, also haben die dir davon abgeraten, eine Familie zu gründen, oder haben die dir davon abgeraten, weiter zu rappen, wenn dazwischen du eine Familie hast? Also da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber einfach negativ dazwischen gefunkt, anstatt dass man sagt, und darum sage ich, darum bin ich auch bei diesem Thema sehr, sehr, sehr dünnhäutig, und das ist auch so ein Ding, womit man mich sehr, sehr schnell abfacken kann, weil ich sage, Dicker, meine Familie ist meine Familie, du hast dich da niemals einzumischen, so, ne, und da haben einfach Leute ihr Maul zu weit aufgerissen und wollten mir dann sagen, was ich tun sollte, und kamen dann mit Sprüchen wie, ja, leb dein Leben, Bruder, mach dein Ding, so, ne, du kannst 1000 Weiber haben und mach weiter so und mach dieses und mach jenes, und einfach so, weil die vielleicht auch gemerkt haben, so, weil ich habe auch offen gesagt, ich meinte, ey, Leute, ab dem Punkt, wo ich Frau und Kind habe, ich werde nie wiederkommen. So, mit meinen Freunden chill ich gerne, aber ich werde niemals mehr kommen und den ganzen Tag hier sitzen und meine Zeit verschwenden, so, sondern dann ist meine Familie meine Priorität. Und vielleicht ist es auch so, wenn die Leute merken, dass sie dich dann nicht mehr zu fassen kriegen, so, ne, oder dass du nicht mehr available bist, so, ne, dann versuchen die eher dazwischen zu funken und dazwischen zu grätschen, so. Und für mich war das die mit Abstand beste Entscheidung meines Lebens, dass ich das so gemacht habe. Würdet ihr heute sagen, dass die Leute, die um euch herum sind, dass das die Menschen sind, denen ihr auf jeden Fall bei solchen Entscheidungsfindungen vertrauen könnt? Also habt ihr euren Kern gefunden an Menschen, oder ist es immer noch da, diese Unsicherheit, dass man nicht genau weiß? Nee, mein Kern, die Leute, mit denen ich in den Urlaub fahren würde, die Leute, mit denen ich irgendwie an einem Tisch sitzen und nett essen möchte, das sind die, denen ich auch vertraue, Alter. Ist bei dir auch? Ja. Also ich habe schon so einen sehr, sehr engen Kreis an Brüder, wie man sie nennt. Und einen größeren Kreis an Freunde. Aber der Teil, der mich am meisten bindet, ist meine Familie und die Familienseite meiner Frau. Und da fühle ich mich voll geborgen, wohl und lebe. Einen haben wir noch. Wer ist das? Das bist du. Krass. Für die Wache. Hast du geguckt, Game of Thrones? Oder? Ja, ich habe geguckt bis, was weiß ich, welche Staffel. Am Schluss Aber die Szene kanntest du schon, oder war die jetzt ich habe es neu? jetzt nicht mehr in Erinnerung. Also genau, er war ja der Black, wie hießen die da, bei der Mauer? Nachtwache. Nachtwache, genau. Der wurde dann von seinen eigenen Leuten quasi erstochen, hintergangen, verraten. Und da war noch offen am Ende, ob er tot ist oder nicht. Kennt ihr das? Dieses Gefühl, wir haben es schon ein paar Mal kurz angesprochen, von den eigenen Leuten verraten zu werden, aber jetzt nicht unbedingt geschäftlich, sondern eher auf menschlicher Ebene? Ja, also ich kann direkt darauf antworten, weil ich eine definitive Situation habe. Das war in Kreuzberg. Ich war mit einem Kollegen von mir, da sprühen und wir wollten malen. Und da war nur ein Bild, das war ein Geburtstagsbild, aber es war schon einen Monat alt für jemanden. Und das war nicht irgendjemand, sondern das war ein großer Name in Kreuzberg. Und wir konnten nirgendwo anders malen. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, wir malen da drüber, weil er hat auch gesagt, komm, das ist 1 Monat alt, so, weißt du, wir können da rüber malen und wir tragen da beide die Verantwortung. So, das ist dann, wie der Zufall es wollte, wir sind da malen, wir sind fast fertig. Wann war das ungefähr? Das muss
weiß ich nicht, da war ich 15 oder so. Okay, also lange her. Ja. Und der Junge war einer meiner besten Freunde so, angeblich. Und wir sind da am Malen und kurz bevor wir fertig sind, kommt der Junge, für den das Geburtstagsbild war, mit 12, 15 anderen Leuten so, weil er hatte immer seine Leute mit sich so, ne? Er war ein Anführer. Und einer sagt, oh, boah, die haben dein Bild gecrossed, so, ne? Und mein Kollege dreht sich um und sagt, ja, ich habe ihm gesagt, wir sollen das nicht machen. Das hat Savas alleine entschieden. Ich erinnere mich krass an diesen einen Ist dir Moment. auch sofort eingefallen gerade, ne? Das ist schon Ja. lange her. Weil das war so ein sehr, sehr prägnanter Moment. So, ne? Und seitdem habe ich dann, ich glaube, danach habe ich auch nicht mehr so krass an Freundschaften geglaubt. Er hat keine Schläge bekommen, ich habe Schläge bekommen, aber es war Wie auch... vor Ort dann noch von denen? Ja, von den natürlich. Polizisten? Ja, die haben direkt so einen Stock geworfen, so ich stand noch an der Wand, hat mich hinten getroffen, direkt, ich weiß nicht, Ihr habt das Bild von dem Tritte Typen, und so. der Geburtstag hatte, gecrossed, oder was? Ja. Okay. Aber das war 1 Monat alt so, ne? Ja, und ich meine, damals, das wurde noch sehr ernst genommen, aber wir waren halt Sprüher und wir mussten malen und das war ja, uns wurde ja nicht erlaubt quasi rauszugehen, du darfst ja nur in deinem Bezirk bleiben und musst da deine Sachen machen, aber es gab ja keine Flächen, wo du malen konntest, ohne dass das Bullen gekommen sind. Es gab nur Hallisches Tor, aber da waren halt die besseren Sprüher eigentlich. Und das war halt in Kreuzberg da am Spreewaldbad oder Görlitzer. Naja, auf jeden Fall. Ich habe dann Schläge bekommen und er stand daneben, hat zugeguckt und ich wollte auch gar nicht, dass er da er hätte da nicht eingreifen müssen, so, ne? Aber er hätte einfach sagen können, wir haben es zusammen entschieden. Das war alles, so, weißt du? Und es wäre, wenn ich selber entschieden hätte, hätte ich auch gesagt, es ist auch okay, so, ich habe Schuld gehabt, so, aber so war es nicht cool. Er hat mich einfach hintergangen, ist mir in den Rücken gefallen. Und hast dann direkt an Ort und Stelle entschieden für dich, mit dem Typen... Intern, ich habe den noch gegrüßt und so, aber ich habe danach niemandem mehr vertraut. Aber da waren auch viele Leute, also von den Persönlichkeiten gab es viele in meiner Zeit dort. Also ich habe bis auf zu einer Person habe ich zu allen den Kontakt abgebrochen, weil das war alles nicht echt so. Ne? Das war Deine Jugend meinst du jetzt? Ja, genau. Es war nie mit Herz, nie echtes Gefühl so. Aber ich wollte es auch nicht so lang machen. Das war das Ding, das war genau dieser Stich da. Wie ist es bei dir? Kannst du dich erinnern, wann du bei ihm kamst, wie hast du eine Pistole geschossen gerade? Ja. Ich glaube, auch 15, 16, voll am Playstation-Spiele klauen. Wir haben immer von diesen Corned-Beef-Dosen diese Flaschenöffner geholt. Damit konntest du immer die Vitrinen gut aufknacken. Ach, krass. Und da habe ich mir von meiner Mutter so eine Nike-Jacke von unten richtig festmachen lassen. Also habe ich da, alles was du reinschmeißt, hat dann absolut eine krasse Federung, eine Haltung. Ich rutsche nicht durch. Habe ich jeden Tag 6, 7 Playstation-Spiele geholt. Und irgendwann hat uns ein Security erwischt. Und Polizei ist gekommen, hat uns abgeholt. Dann waren wir auf der Wache gesessen, ich und mein Freund. Und dann hat mein Freund angefangen zu weinen. Ich war es schon gewohnt, dass mich die Polizei nach Hause fährt und Anzeige links, rechts. Er hatte wirklich noch keine Anzeige. Und dann hat er zu mir gesagt, bitte, bitte, kannst du das auf dich nehmen, wenn jetzt meine Mutter kommt? Da habe ich gesagt, ja, kann ich ja machen, aber die Polizei weiß ja, dass du auch Sachen im Ding hast. Ja, kannst du nicht sagen, du hast mich gezwungen? Sag ich, nein, dann kriege ich ja noch mehr Probleme. Und auf einmal kam seine Mutter rein und dann hat er gesagt, ja, er war das, also zu mir. Und dann hat seine Mutter mir eine Ohrfeige gegeben und hat gesagt, ja, habe ich nicht gesagt, du sollst nicht mit dem rausgehen. Habe ich nicht gesagt, lauf nicht mit dem rum. Und dann stand ich da voll als böser Junge da. Da ist sie rein zu den Polizisten und hat alle Polizisten dazu gebracht, dass sie mich als bösen Jungen sehen. Und Krass. ich habe ihren Sohn unter Druck gesetzt und das und das. Und Konsequenz am Ende, du hast eine Strafe bekommen, er Die nicht, Strafe oder? haben wir beide bekommen. Okay, aber er trotzdem... hat ein komplettes Gesicht verloren, weil er halt zu Hause vor seinem Vater mit sauberer Weste nach Hause kommen wollte. So. Hat dich das auch geprägt? Weil er meinte ja, das war quasi für ihn der Punkt, wo Freundschaften, wo er eher skeptisch war. Ja, das war Verrat. Natürlich hat mich das geprägt, weil wenn du mit einem was machst, dann nehmen wir es beide auf unsere Schultern so. Wenn nicht, dann lassen wir es beide sein. Dann mache ich es mit einem anderen oder wir machen es gar nicht. Loyalität ist ja oft ein großes Thema im Rap und es sagen immer alle, dass sie loyal sind, bis dann der Punkt kommt, wo man beweisen kann, ob man loyal ist oder nicht. Und dann sind viele Ich es denke, nicht. Loyalität fängt bei dir selbst an, bei deinem eigenen Spiegelbild, weil wenn nicht, kannst du das gar nicht einem anderen mitgeben. Von einem erwarten, loyal zu sein und dieser ganze Quatsch, den ich da bei Hip-Hop höre, ist so und so die größte Suppe, die es gibt. Mach Musik, macht eine geile Vereinbarung zusammen und zieht zusammen durch und versucht zusammenzuhalten. Alles andere versucht das zu diskutieren und aus der Welt zu schaffen. Aber diese Loyalität, ich sterbe für dich, ich fange mir eine Kugel für dich und so, ich kann das alles gar nicht mehr hören. Da lachst du nur. Ja, ist auch Also, keine Einbahnstraße, diese Loyalität. Ja, ne? klar, Also, natürlich. das ist halt so ein starkes Wort, was benutzt wird von Leuten, um andere unter Druck zu setzen und um andere zu erpressen. So, ne? Das ist ja, im Prinzip ist es eine emotionale Erpressung. So. Ich war früher auch vollkommen wahnsinnig. Ich dachte auch, ich habe was ganz anderes unter Loyalität verstanden. So, ne? Jetzt sehe ich das vollkommen anders. Also,
ein Freund von mir darf auch mit jemand anderem befreundet sein, auch wenn ich nicht mit ihm cool bin. Außer natürlich, wenn meinem Freund das auch wichtig ist, dass ich mit irgendwelchen Idioten, die er nicht mag, wenn ich den auch, dann müssen wir uns alles nehmen und geben. So, ne? Darum sage ich, es ist keine Einbahnstraße. Aber also, es ist kein Muss, aber es ist natürlich... Es ist schön, so, weißt du, aber ich würde jetzt, die Frage ist immer, wie weit geht das, ne? Ich würde jetzt niemals zu einem sagen, ey, so, ich mag deinen besten Freund nicht und chill jetzt nicht mehr mit dem, so, das ist ja richtig Kindergarten, so, ne, aber, ja, keine Ahnung, ich glaube auch, das ist, ein guter Vertrag ist mehr wert als als diese Floskeln und so, ne. Ich will auch diese ganze Gelaber nicht hören. Leute, die sagen, dass sie so super loyal sind, so, oder das mir behauptet oder geschworen haben, die Loyalität waren es meistens überhaupt nicht. Weil das wollte ich gerade, ne, erzähl. Nee, bei Hip-Hop ist es so, ist schwer etwas zu glauben, schwer etwas anzunehmen, weil man muss schon mit allen Wassern gewaschen sein, dass man sagt so, okay, ich mache jetzt nur hier meine Musik und danach gehe ich in Rente. Weil Musik oder Rap hier in Deutschland ist wirklich so, jeder nimmt sich gegenseitig auf, jeder will den anderen in die Pfanne hauen, jeder ist hinter dem Rücken von dem anderen ein Hurensohn. Und da bin ich komplett raus. Da habe ich gar keine Energie dafür. Ich habe auch gar keine Energie, einen zu hassen. Ich habe gar keine Zeit dafür. Ja. Es ist auch wirklich wahr. Also ich habe ernsthaft, Leute waren bei mir und bei meinem Kollegen im Studio und haben uns Sachen gezeigt und haben über jemanden gesagt, der ist ein Hurensohn. Wirklich richtig gesagt, der ist ein Hurensohn. Und haben einfach 2 Monate später oder 3 Monate später Single mit dem gemacht. So, ne, wo ich dachte, Digga, das ist doch Irrsinn, Alter. Das ist Wahnsinn. Dann sag wenigstens, ey, der ist ein Hurensohn, aber ich will unbedingt was von dem haben. So. Und wundert euch nicht, wenn ich bald mit dem zu sehen bin und auf Best Friends mache. Sei wenigstens so ehrlich. Ne? Aber hier ist es ist schon wild, Alter. Die Leute beleidigen sich schon von A bis Z und sind dann trotzdem richtig Boogie Down. Also hinter den Kulissen beleidigt sich jeder. Vor den Kulissen, bei Instagram sind es auf einmal voll die geilen Saufkumpanen. Immer Champagner an, auf, Herzen, die kaufen sich gegenseitig Dior-Taschen. Aber habt ihr das auch mal gemacht? Habt ihr mal irgendwie einfach, weil ihr gedacht habt, ey, damit kann ich ein bisschen Reichweite bekommen, mit jemandem einen Song aufgenommen oder irgendwas geteilt oder irgendwie was geschrieben auf Social Media, wo ihr eigentlich menschlich der Meinung seid, ich kann eigentlich gar nicht so viel mit dem anfangen? Du kannst ihn doch gar nicht oftmals einschätzen. Ja. So. Ich muss Nee, ehrlich aber wenn sagen, du bewusst, also wenn du, hast du ich bewusst habe oft das Gegenteil erlebt. So, ne? Ich habe jemanden, den ich nach außen hin anders wahrgenommen habe oder ein anderes Bild hatte, war ich auf einmal überrascht, was das dann doch für eine coole Persönlichkeit sein kann. So, ne? Oder der dann auf einmal etwas für mich getan hat, was er gar nicht musste. So, ne? Und es gab einen Rapper, zu dem hatte ich überhaupt gar keinen Draht. So. Und ich dachte, Mann, der ist voll arrogant, der hat so eine flamboyant Art, so, weißt du, dafür, dass er so jung ist. So. Und dann gab es irgendwas. Und der hatte einmal was Nettes gesagt und ich habe das repostet so und da war ich schon so, oh krass, der hat mich jetzt auf jeden Fall so aus dem Off getroffen. Und dann war irgendwas, das war halt für ein Mädchen, was ich supportet habe, die eine Krankheit hat, und hab ihn einfach gebeten so, ne, weil da dachte ich, ey, da springe ich über meinen Schatten, es geht nicht um mich, so ist kein Song von mir, sondern ich habe ihn gebeten, kannst du das teilen? Und er war wirklich der Erste von allen Leuten, der gesagt hat, natürlich Bruder, was wäre ich für ein Hund, wenn ich das nicht machen würde, so. Da war ich echt überrascht, da dachte ich, Dicker, krass, so was für ein Charakter, so, ne, also der wirklich nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht hat und der hat viel mehr Follower als ich so und da war ich echt positiv überrascht und seitdem, der hat sich auf jeden Fall mein Herz gekauft mit dieser Aktion, ne? Also ja, super. Man wundert sich manchmal darüber, wie cool dann doch manche Leute sind, die man anders wahrgenommen hat in der Musik. Aber im Großen und Ganzen würdet ihr sagen, nur weil jemand auf Social Media Happy Life, Best Friends sich inszeniert, sollte man das nicht unbedingt glauben. Hat keine Bedeutung. Null. Habt ihr es in den USA ein bisschen verfolgt mit Tekashi 69, der ja vor Gericht stand, lange sich als Gang-Typ inszeniert hat und dadurch auch seinen Erfolg aufgebaut hat und dann halt alle seine Jungs in die Pfanne gehauen hat, die jetzt alle im Knast sitzen. Er ist frei so. Spielt das irgendeine Rolle noch im Rap, dieses Keep it real, hintergeh nicht deine Gang, nicht snitchen, oder ist das eigentlich Schnee von gestern? Also ich glaube, seine Story ist eine facettenreiche Story. Da hängen viele Sachen mit dran. Also ich denke, wenn du jetzt nach 6ix9ine seine Aussage gehst, sind es seine eigenen Jungs, die ihn verraten haben. Und danach hat er auch ausgepackt. Wo ich dann aber auch verstehe, dass er jetzt keinen Bock hat, 30 Jahre zu sitzen. Nee, die wollten mich kidnappen, die wollten mich ficken, die wollten das machen. Ich habe nur zurückgegeben. Ich kann ihn komplett verstehen. Und Die haben die Mutter seines Kindes gebumst, so sagt er ja. Und diese ganzen Kidnap-Sachen sind ja von seinen eigenen Leuten mit organisiert worden und was weiß ich, um aus ihm noch mehr Geld rauszuholen und so.
Da denke ich dann so, okay, er fühlt sich auch verarscht, jetzt verarsche ich euch, jetzt fick ich euch so. Und das ist auch passiert und in den USA ist es vielleicht noch krasser, dieses ACBA-Ding oder wie das heißt. So. Und dann denkt man sich, was ist das für ein Verräter? Was ich aber auch nicht verstehe, wie zum Beispiel Snoop oder so, alle jetzt gerade voll Welle machen, aber damals auch bei Polizei, bei Sachen ausgesagt haben oder so, kapiere ich alles gar nicht. Weil ich finde, er ist fresh, er bringt etwas mit, was jetzt nicht jeder zweite Rapper hat. Er ist wirklich der Paradiesvogel schlechthin. Wie stehst du dazu? Mein Problem an der ganzen Sache ist, mein Hauptproblem, nicht, dass er dieses Image angenommen hat so, ne, und dass er damit Welle gemacht hat. Die meisten Rapper sind drüben keine Gangsters, sondern nehmen das Image an. Mein Problem ist, dass er Geld dafür bezahlt hat, dass jemand umgebracht wird. Sprich, er ist für mich ein Krimineller, er muss ins Gefängnis, weil er wollte Chief Keef ermorden lassen. So, ne, und hat selber im vor laufender Kamera gesagt, ich habe 30.000 dafür bezahlt. So, ne. Das ist mein Problem damit. Und dann rauszugehen und zu sagen, ey, alles ist gut und bla. Aber ich finde es richtig, dass diese Stop-Snitching-Kultur, dass das aufgehoben wird in Amerika, weil das natürlich den Leuten das Leben schwer macht. Und es gibt viele traurige Familien, die wissen, wer der Mörder ist, so ihrer Söhne, und können nichts sagen. So, weißt du, damals beim Videodreh zum Beispiel Israel, der Bodyguard von Busta Rhymes, glaube ich, wurde erschossen. Und alle bei diesem Videodreh, das war ein offenes Geheimnis, alle wussten, wer das war. Und alle wissen, von wem der kommt. Und keiner hat was gesagt. So. Und die Familie war sehr, sehr enttäuscht und hat alle Leute quasi öffentlich auch angeklagt und hat gesagt, ihr wisst doch, wer der Mörder unseres Sohnes ist. Der war immer für euch da. Das war ein Typ, der hat sich immer vor jedem gestellt so, und da hat er eine Kugel für euch gefangen, so, für wen auch immer so. Ich sage auch nicht, dass es jetzt für Busta Rhymes war, sondern ich wusste nicht für wen, aber anscheinend war da irgendwas, und sagt endlich aus, damit der Killer gefasst werden kann, damit er ins Gefängnis kommt. Und deswegen, ich glaube, das ist einfach kontraproduktiv. Ich glaube, das ist da für die Gesellschaft dort nicht gesund so. Es ist halt ein Streetcode da so, ne? Und ich finde dann, man sollte nicht so tun, als ob man danach lebt, wenn man es nicht tut. Man sollte von Anfang an sagen, ey, ich habe damit nichts zu tun, so, ich bin ein normaler Typ, so, weißt du, und keine Ahnung, also bei mir ist genauso. Ich würde niemals behaupten, ich bin ein Street-Rapper oder irgendetwas, weil ich möchte mir die Freiheit behalten, nicht nach den Street-Gesetzen leben zu müssen. So, ich kann machen, was ich will, von mir kann keiner irgendwas haben, so, weil die wissen, weil jeder sagt, ey, das hat er sich selber erarbeitet, sein sogenanntes Hack. Du kannst da nicht ran. Und wenn irgendwas ist, so bei einem Unfall kann ich auch die Polizei rufen. Meiner Meinung nach, wenn du sagst, ich bin der Straßenrapper, der nur nach den Gesetzen der Straße lebt, darfst du nicht mal mit der Polizei reden, so wie die War in Russland, so, ne? Die dann sagen, Diebe im Gesetz, wir möchten mit der Polizei nichts zu tun haben. Das ist sehr konsequent, so, ne? Dann entweder oder, dieses dazwischen, so, das ist auch Quatsch, so, ne? Sei entweder dies oder sei das denke ich mir einfach. Jetzt haben wir viel auch über Image von Rappern gesprochen, dass nicht alles echt ist, was wir sehen. Aber wenn ihr euch so den perfekten Rapper einmal am Reißbrett zeichnen könntet, mit all den Attributen, Skills, Aussehen, Optik, Charakter, wie sieht der perfekte Rapper aus? Schwer. Den es schon gibt oder den wir selber? Kannst du dir jetzt einfach einen ausdenken? Wie muss er sein? Was muss er können? Auf jeden Fall eine Message. Tupac war so einer, meines Erachtens. Nas, Jay-Z. Also für mich so sind das geile Charaktere, super Storyteller, nehmen dich mit auf eine Reise, also machen dir nicht nur Clubbanger, weißt du? Und übelst talentiert. Europäische Antwort. Ungefähr 6 oder 7 Jahre lang, auf jeden Fall Boba war das. Wenn du dir Frankreich, diesen europäischen Raum anguckst, vom Typus her, da haben sie noch nicht mal in den USA so einen coolen Typen gehabt, so, der so fotogen war, so Perfektionismus ausgelebt hat. Ja. Das ist schon sehr detailliert. Hast du? Ja, also von Hast du den einen alten vor Augen? Leuten ist klar, so jemand wie Nas, Eminem, Jay-Z, da kannst du ja fast nicht besser machen. Die sind einfach so, die haben so viel Power, so, ne? Also ein Jay-Z gerade auch mit seinem Sinn für Hits, aber auch dieser Sinn für Geschäft, so, ne? Und daraus ein Business zu machen und so smarte Moves. Ein Eminem mit seinen Skills, ne? Unfickbar. Ein Nas ist, man weiß es gar nicht, der ist hinter den Kulissen, ist der einfach, hat der Hunderte von Millionen, weil er in Startups investiert hat. Finde ich auch cool, dass er nie darüber geredet hat, so, ne? Und Nas gerade für sein Storytelling und sein, weißt du, so, sein Pro-Black-Ding, so, ne? Ich habe das gefeiert immer, dass er da wirklich so, ja, immer sehr straight war und so, das fand ich gut.
jetzt gerade von den neuen Leuten sind so Es Leute... muss gar keiner sein, der schon existiert. Ja. Du kannst einfach nur die aber so eine Fähigkeiten, Mischung, ja. keine Ahnung, ich finde zum Beispiel J. Cole ist für mich persönlich ist eine perfekte Mischung so, ne? Das ist jemand mit Inhalt, der ist Conscious Rap so, der kann trotzdem krasse Songs machen so, der hat einen krassen Flow, der hat eine krasse Stimme, der macht super Melodien. Für mich kommt J. Cole dem schon sehr nahe so, ne? Und Also auf der wenn du anderen jetzt in Seite, Deutschland einen Künstler unter Vertrag nehmen würdest, mit dem du quasi an einem Album zusammenarbeitest, würdest du dir wünschen, dass das einer ist, der so ein bisschen auch dieses Conscious-Ding im Kopf hat, der ein bisschen... das wäre natürlich ein Traum, weil das kannst du, da hat auch Lust jemand in 20 Jahren das zu hören, weil ein guter Satz, eine gute Aussage, ein gutes Wortspiel, etwas, was deine Gehirnzellen aktiviert, das ist in 20 Jahren noch aktuell so, ne? Eine gute Melodie auch, aber ich sag so, wenn es wirklich nur eine Aneinanderreihung von Markennamen ist so, in 20 Jahren sind andere Marken in, dann sagen die sich, ey, das, was er da erzählt, berührt mich nicht mehr, weil ich kann keine Ahnung, mit XY kann ich nichts mehr anfangen, so, weil ich jetzt das nicht mehr trage, so, ne? Und darum denke ich, Alter, bevor man, ja, also ich denke wirklich Inhalt und Delivery über allem, so. Dann sage ich Dankeschön, dass ihr da wart. Ich Danke könnte noch dir, Alter. stundenlang Danke dir. Filme mit euch gucken, war sehr entspannt, sehr nice. Vielen, vielen Dank, wir sind Danke, am Ende Mann, angekommen. danke. Für manche ist das einfach nichts, weißt du. Manche probieren die ganze Zeit zu machen, aber die haben so viel kreatives Talent, dass die in Schule gar nicht irgendwie vorankommen. Bei mir war es so, ich war die ganze Zeit wach bis 4, ich habe viel auch Schule geschwänzt. Sag mal, einen 18-Jährigen, der gut Musik macht, ey, du kriegst 100.000, seine Augen sind Eurozeichen. Es gibt so fucking viele Newcomer, in Deutschland gibt es so viele und es sind vielleicht 50, die auf der Karte stehen. Ich könnte dir jetzt 4 sagen, die direkt straight up alles zerreißen werden nächstes Jahr und die hat keiner auf dem Schirm.